With increasing pollution and a callous attitude of people towards the environment, there is a dire need to create only home in the universe. This is just a step towards the same. Mother Nature. Treat environment like you would yourself. Our future depends on saving environment. Well, we have seen the condition of the deteriorating environment over time. Mankind's greed for resources and its callous treatment of nature has placed the entire earth at risk. As they say, what goes around comes around, and that's happening with us. Every time a natural calamity hits us, don't you ever wonder why did that happen? Well, if you didn't, then it's high time that you should. Only we can save our environment, and we should certainly put our best foot. Droughts are becoming common and water sources are drying up. El Nino, created by the burning of forests in Southeast Asia, has completely messed up the monsoon cycle. Pollution levels have gone up manyfold, thanks to our burning of hydrocarbons and using automobiles indiscriminately. Well, it is said all the good things on earth are free, but if we keep on wasting water, soon we will have to find a new home somewhere else in the universe. We use and throw plastic without realizing that it takes 500 to 1000 years for a plastic article to decompose. And mind you, plastics cause cancer. Researchers have warned that in a couple of decades, the glaciers will disappear and the Himalayas that feed our perennial rivers like Ganga and Brahmaputra will become arid mountains. And we don't realize the dangers of technologies we are creating. Radiation from our phone is killing bees and sparrows. We are burning the candle at both the ends. We are literally hacking away at the tree branch on which we sit. The simple definition of what we are doing is called suicide. With World Environment Day around the corner, we wanted to know what Bangaloreans are going to do on this special day. Here are some of the best suggestions by the Bangaloreans for the fellow citizens on this World Environment Day. I think World Environment Day, most important is to reduce our needs, because that's what we are having the effect on the environment, is more consumerism. So maybe on my part, just decrease some consumerism on my part. I think what I like in general about Bengaluru is like it has a lot of trees in general. So I think having more open spaces for children, that would be really good. Like when we see so many like buildings and having more commercial places, having more trees and having more open areas for children will be really good. Maybe myself be more environmental conscious in purchasing things in every day of my life. Making one day's environment day is not correct. Having every day's environment day is more important for me. So for me, I think every single day, avoid things which actually harms the environment is the main thing we should think about every second, what we are harming to the society. You know, every person should realize that how much we are consuming and how much really we need, actually, not the greed. So we have to avoid our greed and only buy things we need, and that way we can actually avoid all the all the trash and all the plastic and all of those things, and buy things which are more green, which are more biodegradable, like having wood stuff rather than plastic and polymers. First of all, I would take care that I don't pollute my environment around. I would keep my surroundings and then whatever possible way not contribute to environment pollution. And at the same time, if anything is going on, I would like to participate in that. But how much active participation I'm going to make, I don't know. Spread messages on like on a single day we can't do anything much, but small steps like as people do, planting trees and cleaning up the environment, our surroundings actively, and showcasing where all it's actually dirty and polluted, so that we can actually focus on those areas. Throughout my life, every time, every day, I would be conscious of my environment, because this is for us as well as for our posterity. If we keep that in mind, every action, every thing we do, even subconsciously, we don't contribute to pollution ourselves. And that much I would do. I would tell everyone that to plant more and more trees as much as possible, because trees are the
the life of the planet. If we cut down trees, then the life will end. So plant as much as trees you can. That is the first thing I would tell them. The second thing I would tell them to not harm the animals, because animals are also a part of the environment. So if you harm them, then you are harming the environment as the way. The third thing I want to say is do not litter. Because if you litter, the environment will be getting destroyed. So you have to conserve the environment. So you have to make sure that you do not litter the garbage here and there. Bangaloreans, we have to actually, there are garbages actually. And though it's a metro city, and there you can see that each and every car has AC in it. So the AC has to be reduced. I would tell them that to use more bicycles, more than the motorbikes and cars, because bicycle also it improves your health, and if you use motorbikes and cars, it has fuels in it, and fuels, as you know, that they are non-renewable. They are non-renewable energy. Actually, you see, for me, I think that every day is Environment Day, because every day we are staying in this. We are part of this environment, and every day we have to save this. And to save this, as earlier she was saying, that we have to save our trees, save our fuels, save our everything. Whatever nature has given us, we have to save them. I stay in a part of Bangalore which is not so green. So I think we need more trees there. And more trees means more water. We will get more water, and then I think Bangalore will be more greener. And try to help others to plant a tree. And at least that day, if we don't drive on our own vehicle, that will be great helpful to the environment. On the World Environment Day, we will guide some people who doesn't have information about the pollution, what we are spoiling on our which is affecting on our environment, and we'll try to avoid our vehicle on that day and try to use some public vehicles. Just plant more trees and try to use public transports rather than using your own cars, which they drive only one or two people, and try to avoid two-wheelers also. Plant on that day. And which I want to be doing would be, I'll be not using my own car on that day, particular day. I'll be using my public transport. Yeah, not for that day actually. I'm using every day public transport only. Usually using the metro train. So usually I stay in Vijayanagar, so I'll travel to Trinity using the metro only instead of using my vehicle. More than that day particularly, through the year I'm conscious about things like, using degradable material, not avoiding plastics. And then water, we conserve water as much as we can. We don't, just waste it. Just because we can afford it doesn't mean that, we should waste it. So these are the two key things that come to my mind immediately, because I get criticism that, why are you so careful with water? Or why do you choose only the stuff like this? So I'm very conscious about the fact we need to leave the planet much in a better shape than we, Right now we're just going and trashing the planet. People are doing it, whatever you can. People tend to build homes without any plants around. At least plant something, make green, So we have a patch of green, we have plants growing there. And so if each person adopts this concept which is already there, plant one tree, enough. Just one, enough for the population, each one. Nothing in particular. I will just make sure that I don't disturb the environment in whichever way it is. Because there is very little that I can do by way of activism. But definitely, yes, I can reduce, I can keep my carbon footprint as minimum as possible. And one way of doing that is using less of plastic. Not using, not wasting water, not using electric power where it is not needed. Whether we call it superstition or whether we call it being tradition bound, respecting and honoring trees, if that promoted environment
let us get back to being more superstitious about trees. Let us get back to respecting our environment, respecting our water bodies, our natural water bodies, which at one time were in abundance in Bengaluru. Today, if at all they are there, they have been polluted beyond recognition. So what we have to do immediately, because if water is not there in pure form, we will not survive. Most of what we are, other than being hot air, we are simply 70 to 80% of our body is water. So we have to take care of that. It might be a sensitive topic to touch, but rather than banning beef, I think they should ban cigarettes. Cigarettes is the first form of, smoke causes so much damage to the environment, and there's so much heat that is produced because of that. And we know the weather conditions as to how drastically Bangalore was and how drastically Bangalore is. What we can do to make it greener is stop chopping trees, first of all. We've chopped enough number of trees in high-rise buildings where it's still empty. Those buildings, or certain buildings are still empty. Who are we constructing these buildings for? Doesn't make sense. Okay, if we can say we have to plant, but we'll save the trees that are alive. The environment should be clean, not even in the Bangalore, in entire India. So population be less, and the guardway should be in the proper place. That's why the environment will be clean. Bangalore is a green city. It's a clean city. See, everyone is concerned about the environment, but they are getting enough. Why this environment? We'll have to do it all throughout the year. Whenever you go time, you have the time. In weekend, you can plant trees or anything. You can save water also. Or through these lights, as a man, I am an electrical engineer, so you will have to be moved towards solar panels. Okay, you move solar in rooftop, you install solar instead of that whatever you are using in Bescom lights or anything. So these are the things you will have to do throughout the year. Ab dieser Woche werden für den einen oder anderen, mich eingeschlossen, Kindheitserinnerungen auf der großen Kinoleinwand aufgefrischt, und damit geht es hier jetzt um Power Rangers. Die Bull. Jemand hätte uns vorwarnen können. Wartet, hab ich. Lauft! Irgendetwas ist da oben passiert, okay? Ich habe mich verändert. Ich habe das Gefühl, wir müssen wieder da hoch. Ich werde mit ihr da rüberspringen und dann wirst du nachkommen. Ein Kinderspiel. Dann los. Nein, wartet mal! Jason! Das nennst du ein Kinderspiel! Ich habe schon früher Rangers getötet. Es passiert. Ist nach 12 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, den 23. März 2017 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte vom kleinen Örtchen Angel Grove, in dem 5 Teenager namens Jason, Trinity, Zach, Billy und Kimberly zur gleichen Schule gehen. Sonst kennen sie sich nicht, aber aufgrund einer besonderen Situation landen sie zur gleichen Zeit an einem besonderen Ort und lösen ein besonderes Ereignis aus, was zur Folge hat, dass besondere Münzen zu diesen besonderen Teenagern sich ihren Weg bahnen und sie fortan besondere Kräfte haben. Das war jetzt sehr oft das Wort besonders. Fortan sind sie Power Rangers und damit Beschützer. Und mit dieser neuen Aufgabe und neuen Kraft geht aber auch eine neue Verantwortung einher. Denn parallel werden die Kräfte einer alten Hexe namens Rita Repulsor geweckt, die den Planeten Erde zerstören möchte. Und so liegt es an diesen Fünfen, die wahre Kraft der Power Rangers zu entdecken, die nur über wahre Freundschaft entfaltet werden kann. Und so widmet sich der Film lange Zeit der Entwicklung dieser Gruppe hin zum tiefen Band wahrer Verbundenheit, um dann natürlich als Power Rangers den Planeten Erde zu beschützen. Das Ganze unter Anleitung
Anleitung eines ehemaligen roten Rangers, der immer der Anführer ist, namens Zordon. Das Problem ist, es bleibt nur wenige Tage Zeit, Angel Grove und alles, was ringsherum ist, zu retten. Und so liegt es eben an diesen 5 Teenagern mit ihren Hintergrundgeschichten. Tja, Power Rangers, die Serie als Kind habe ich irgendwie gefeiert, aber damals schon als trashig empfunden, rund um Dinosaurs und Megazord. Waren es einfach riesengroße Kämpfe, wo ich als Kind großen Spaß hatte. Das Ganze jetzt also auf der großen Kinoleinwand mit großem Budget hinterlegt und damit abziehend auf den absoluten Mainstream, hatte ich schon so ein schwieriges Gefühl und am Ende sah ich mich darin bestätigt. Der Film war für mich nicht eine große Enttäuschung, aber es war fast zu erwarten, dass er so aussehen könnte, wie er geworden ist. Und da haben wir ein Grundproblem schon, wenn man 5 Teenager versuchen muss zu etablieren in einem Film, also 5 Charaktere einzuführen und man braucht den Pfad der Freundschaft auch als wichtiges Thema, bedeutet das gleichzeitig, wir müssen einen emotionalen Haken zum Publikum irgendwie schlagen. Das heißt, jede Figur braucht eine Hintergrundgeschichte, jede Figur braucht irgendwie etwas Sympathisches, sodass man mitfühlen kann. Ergo, die Exposition des Films muss sehr lang sein, deswegen nimmt sich der Film ewig lange Zeit, bis er eigentlich mal überhaupt zur Sache kommt. Rund um diese Teenager, das Problem ist nur, sie wirken die ganze Zeit wie eine homogene Masse, so mit ihren Teenager-Problemen und nur R.J. Seiler, der Billy spielt, sticht da so wirklich heraus. Fast jeder Gag innerhalb des Films geht auf seinen Charakter, damit wird er nach und nach sympathischer, er bekommt auch den emotional krassesten Moment, den man dem Publikum versuchen will, nahezulegen und ein Gruppengefüge zu erzählen, aber so wabert eben die ganze Gruppe außerhalb von ihm immer so als homogene Masse herum. Man interessiert sich gar nicht so richtig über die Hintergrundgeschichten, weil man die ganze Zeit auch schon erahnt, aufgrund der Verhaltensweisen, wer hat jetzt hier ungefähr welche Probleme und da wird man die ganze Zeit des Films auch noch recht behalten. Ein wenig herausstechen tut dann noch Dacre Montgomery, der Jason Lee spielt und damit der Anführer der Gruppe ist, wirkt die ganze Zeit wie so eine einfachere Art von Zac Efron, besonders wenn die Kamera mal nur auf einer Halbtotalen ist, dann denkt man die ganze Zeit, da würde ein junger Zac Efron stehen, sticht aber auch nur so bedingt heraus als der Anführer. Auch ihm, glaube ich, vermeintlich tiefgehende Emotionen so gar nicht. Und wir haben ja auch sehr namhafte Leute im Cast, zum Beispiel Bryan Cranston als Zordon, aber die Art und Weise, wie er verwendet und gezeigt wird in Power Rangers, hinterlässt die Frage, warum man unbedingt ihn nehmen musste. Das hätten viele andere Schauspieler genauso spielen können, weil seine besonders charismatische, coole, besondere Art kommt auf diese Art der Darstellung überhaupt nicht heraus, was sehr, sehr schade ist und hat auch für meinen Geschmack dann zu wenig Screentime, genauso wie Elizabeth Banks, die Rita Repulsa spielt, also die Bösewichtin, eine tolle Schauspielerin, die sehr dramatisch und vielschichtig auch spielen kann, aber ihre Figur ist sehr einfach gehalten. Sie ist böse, bekommt zwar in 2, 3 Nebensätzen erklärt, warum sie vielleicht so böse ist, was ihr Grundmotiv ist, aber es ist sehr einfach gestrickt, einfach nur eine zerstörerische Wut an den Tag zu legen, die vielleicht irgendwie mit der Vergangenheit zusammenhängt. Das ist doch gerade dann, wenn ich ein Bösewicht auf eine ganze Gruppe von Helden loslasse, doch das Wichtige, den Bösewicht ein bisschen charismatisch böse, vielschichtig zu machen, um das Publikum letztendlich auch ein Stück weit dafür zu begeistern. Das misslingt hier sehr und so ist der Film ganz klar in Gut und Böse geteilt und das mag auch die Idee der Serie gewesen sein, aber auf welche Zielgruppe zielt man dann ab, wenn der Plot so vorhersehbar ist und die Figuren so einfach strukturiert und man auch noch so viel Zeit aufwendet, um diese Figuren dann zu erzählen und man die ganze Zeit merkt, okay, das war irgendwie alles sehr erahnbar, hier werde ich nicht überrascht. Das war zumindest meine Sichtweise. Die Kameraarbeit, klar, der Film ist teuer, es ist ein sehr aufgepumpter Look. Er ist in vielen Momenten wirklich wertige Bilder aufgezogen, leider immer wieder mit nicht so guten Effekten kombiniert. Da kann die Kamera dann weniger dafür, was sie aber dann trotzdem hier und da schlecht wirken lässt und die ständige oder zumindest zu viele Verwendung von Slow Motions, besonders dann, wenn bestimmte roboterhafte Wesen auftauchen, weiß man schon gar nicht mehr, schaut man gerade Transformers oder schaut man Power Rangers und besonders, weil der Film sogar einen Seitenhieb auf Transformers rauslässt, ist es dann noch ein bisschen schwieriger, sich das anzugucken. Ich bin also, was die Kameraarbeit angeht, da sehr hin und her gerissen. Szenenbild ist Angel Grove, die Schule dieser 5 Teenager oder ihr jeweiliges Zuhause, der Rückzugsort, in dem sie quasi von Teenagern ihre Verantwortung als Power Rangers nach und nach lernen, der eher futuristisch gestaltet ist und da entstehen teilweise Höhlen, Unterwasserwelten, die mir rein vom Look und Szenenbild recht gut gefallen haben. Die Musik ist sehr aufgedreht, in vielen Momenten zu dominant, zu drüber, zu stark. Da habe ich eher Abstriche, muss ich ganz ehrlich sagen, zu machen. Kostüm und Make-up. Ja, Teenager angezogen wie Teenager, die teilweise ein bisschen rebellisch sind. Aber ansonsten, was eben die Kostüme der Power Rangers angeht, wird innerhalb des Films gefühlt ewig lange ein Geheimnis darum gemacht. Wie wird dieses Kostüm aussehen? Wie wird eine Verwandlung aussehen? Aber eigentlich haben es die Trailer und vor allem die Plakate schon vorweggenommen, weswegen dieser Überraschungsmoment nicht mehr funktioniert, was ebenfalls ein bisschen schade ist. Ansonsten finde ich den Look der Kostüme so lala, muss ich ehrlich sagen. Die Effekte sind teilweise okay, aber teilweise auch, wenn es um einstürzende Felsen gibt, sehr, sehr schlecht, wo ich dachte, wow, okay, das sei jetzt. Und ich saß nicht in Reihe 2 oder 3 im Kino und habe mir das auf der Leinwand angeguckt, sondern schon weit genug hinten, als dass ich nicht so einen Krisse-Look dabei bekomme, sehr, sehr nachbearbeitet aus. Und deswegen, und das ist besonders schade, weil der Film zum Beispiel einen kleinen Seitenhieb auf die Stirb-Langsam-Reihe rauslässt oder Transformers, schafft er es weder vom Look, auch wenn ich nicht der ganz große Transformers-Fan bin, irgendwie ranzukommen an das Transformers-Franchise und von
der Coolness, erst recht nicht an die Stirb-langsam-Filme, und dann bekommt das so einen ganz schwierigen Touch, wenn man da auch noch in diese Richtung ein bisschen austeilen will. Am Ende ist für mich Power Rangers ein Film geworden, der sehr, sehr vorhersehbar ist, der sehr erahnbar ist, der was das eigentliche Handwerk, wenn man schon sagt, okay, Storytelling könnte ich ja erahnen, auch nicht zu überzeugen weiß. Und wenn man mich fragt, was finde ich gut? Ich finde den Anfang gut, ich mag die Geschichte vor allem bei solchen Filmen immer, wenn es so Trainingssequenzen gibt, wo die Figuren sich hinentwickeln zu dem, was sie werden, sondern als sie diese Münzen entdecken, das erste Mal ihre Kräfte entdecken, dann ist das schon cool und gut umgesetzt. Wir sehen es ja auch im Trailer beispielsweise, wie ein Waschbeckenrand abreißt. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Es gibt aber übrigens auch ein, zwei Elemente aus den Trailern Richtung Liebesszenen, die gar nicht so wirklich im Film vorkommen, da frage ich mich, was die im Trailer dann zu suchen hatte. Ich mag die Figur des Billy, ansonsten noch, den ich hier herausgehoben habe, der sehr, sehr viele Witze bekommt und auch eine sehr lockere Art und Weise zu spielen hat. Das sticht sehr positiv heraus, und eben so manche kleine Look-Elementen wie die der Münzen, und wenn sie eben ihre Stärken da entdecken, finde ich persönlich ganz gut. Und dieser Trainingspart, der sich zwar ein bisschen zu lang zieht, ist grundsätzlich das, was irgendwie Spaß macht, ein Vorankommen an der Handlung zu sehen. Was finde ich nicht gut? 124 Minuten, der Film ist für meinen Geschmack zu lang geworden. Er fühlt sich locker noch viel länger an. Ich frage mich, wo die Zielgruppe ist, weil für diejenigen, weil er ab 12 Jahren freigegeben ist, die unter 12 Jahre sind, da sind manche Momente rund um Rita ein bisschen zu gruselig, aber ich habe auch das Gefühl, sobald man älter als 16 oder vielleicht 18 ist, da gibt es einfach eine ganze Menge anderes zu sehen, und da würde es mich tendenziell eher langweilen. Dann bindet man keine wirkliche emotionale Bindung zu Figuren auf, und das ist immer ein Problem, wenn ich über 2 Stunden im Kino sitzen bleiben soll. Warum oder wie soll das dann funktionieren? Die Geschichte ist extrem vorhersehbar, und es wird sehr viel Zeit investiert in die einzelnen Figuren, ohne eine wirkliche Bindung zu hinterlassen. Einzelne Kampfsequenzen Richtung Showdown wirken fast schon trashig, und viele Momente, die lustig sein sollen, sind nicht lustig. Viele Momente, die irgendwie glaubwürdiger gespielt werden müssten, sind nicht glaubwürdig. Am Ende würde ich sagen, absolute Power Rangers Fans oder Fans, die jetzt sagen, ich habe sowas wie Ninja Turtles auch im Kino gemacht, weil das war auch für mich so eine ähnlich schwierige Variante im Kino. Die könnten sich gut angesprochen fühlen und sagen, okay, Power Rangers gucke ich mir dann vielleicht an. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, die Erwartungen zu senken. Die Reihe selber nimmt sich einiges vor. Wer wissen will, inwiefern, bleibt bis ganz zum Ende im Kino sitzen und kann dann noch innerhalb der Credits etwas sehen, wo sich vielleicht auch dieses Franchise hinentwickeln möchte. Ob es am Ende schafft, werden die Kinobesucherzahlen weltweit sein. Es kann natürlich sein bei so einer großen Marke, dass der trotzdem sehr, sehr gut läuft. Ich persönlich hatte nicht besonders großen Spaß, vor allem auch, weil es eben gerade in diesem Genrebereich dieses Jahr noch einiges in den Kinos zu geben wird. Und so bekommt Power Rangers von mir als irgendwo zwischen Action, Abenteuer, Fantasy, Superhelden ja auch ein bisschen Genre, und nur in diesem Genre 5 von 10 möglichen Punkten, insgesamt 3,5 von 10 möglichen Punkten. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu Power Rangers, und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Herzlich willkommen zu einem neuen Special hier auf die Filmfabrik. Nächste Woche startet Lionsgates Power Rangers. Der könnte natürlich völlig nach hinten losgehen, aber wer weiß, vielleicht wird er ja auch die Überraschung des Jahres, oder er wird wie der 1995er Power Rangers der Film, der vielleicht beste, schlechte Film überhaupt. Power Rangers ist so dermaßen schlecht und gleichzeitig so unterhaltsam und voller Kämpfe und rasant, dass man ihn einfach nicht hassen kann. Als Kind habe ich den Film bereits geliebt, und jetzt habe ich ihn mit 27 Jahren nochmal gesehen, und ich liebe diesen Kackfilm immer noch. Die Serie, die im Jahr 93 gestartet ist, war so übertrieben erfolgreich, dass 95 natürlich ein Spielfilm folgen musste. Ein Spielfilm mit einem Budget, in dem alles auch tatsächlich gedreht wurde. Die Serie hat ja nämlich ganze Szenen aus der japanischen Serie Super Sentai übernommen. Der Film kann also nur gut sein, oder? Nee, nicht wirklich. Der Film beginnt aus irgendeinem mir völlig unbekannten Grund damit, dass unsere 6 starken Teenager Fallschirmspringen gehen. Warum? Ist halt einfach so, die Szene wird auch nie wieder angesprochen, und sie macht auch für die Handlung keinen Sinn. Es ist, als wäre sie im Film einfach nur deswegen, weil das Team und die Schauspieler mit dem Budget Fallschirmspringen gehen wollten. Warum sind sie außerdem in ihrer Freizeit permanent in ihren jeweiligen Farben gekleidet? Eine weibliche Stimme am Anfang hat uns noch gesagt, dass die Power Rangers ihre Identität
Identität streng geheim halten. Natürlich laufen dann die 6 Power Ranger in ihrer Freizeit in ihren eigenen Farben herum und das jeden Tag. Macht natürlich sehr viel Sinn. Aus irgendeinem Grund sind auch die beiden Bullies Bulk und Scar dabei. Okay, die sind befreundet mit den Power Rangers. Ich verstehe das aber trotzdem nicht. Warum verbringen die so viel Zeit mit den beiden, wenn das so unerträgliche Spaten sind? Auf jeden Fall vergessen die beiden um ein Haar ihre Fallschirme. Ist das nicht zum Schießen, aber dafür ist der Soundtrack ziemlich großartig. Beim Fallschirmspringen zum Beispiel laufen die Red Hot Chili Peppers und Van Halen kommt auch in dem Soundtrack vor. Das geht schon klar. Und übrigens, natürlich schaffen es alle 6 Power Ranger exakt ins gleiche Ziel zu springen. Selbstverständlich. Aber worum geht's in dem Film? Ja, das ist nur schwer zu erklären. Die Handlung ist nämlich stumpf. Bauarbeiter graben ein Ei aus und unsere alten Bekannten Rita Repulsa und Lord Zed treten auf den Plan, um das Ei zu öffnen. Raus kommt ein Dude, der aussieht wie mein Kameramann Jonas und vor Jahrtausenden von Zordon in ein Ei gebannt wurde. Und natürlich möchte dieser Dude, der Ivan Ooze heißt, Rache an Zordon und seinen Power Ranger nehmen. Moment mal, woher kommt mir dieser Typ so bekannt vor? Also klar, er sieht aus wie Jonas, aber Sekunde. Ja, das ist tatsächlich Paul Freeman. Den kennt ihr vielleicht nicht, aber der hat im ersten Indiana Jones Belloc gespielt und ist mit Abstand der einzige in diesem Film, der auch nur ansatzweise schauspielen kann. Und hier in der Kommandozentrale fallen wieder einige Besonderheiten des Films auf, die mir damals als Kind völlig entgangen sind. Zum Beispiel, der Roboter Alpha ist ganz schön tuckig. Nicht, dass das jetzt schlimm wäre, aber als Kind ist mir das so nicht aufgefallen. So stelle ich mir auf jeden Fall C3PO vor, wenn er mal den Christopher Street Day besuchen würde. Aber euch zurückzuholen, das schaffe ich nicht mehr. Außerdem betrachte ich heute Kimberly, den pinken Power Ranger, mit völlig anderen Augen. Meine Güte, ja, was soll ich dazu sagen? Hallo, Schwester! Ivan Ooze macht auf jeden Fall Zordon und die Kommandozentrale fertig und so verlieren die Power Ranger ihre Kräfte. Somit sind sie dann nur noch Ranger. Alpha hat aber die Idee, dass er die Ranger auf den fernen Planeten Phaedos teleportieren könnte, damit sie dort die ultimative Power finden. Aber was ist überhaupt diese ultimative Power? Wie funktioniert sie? Wie bekommt man sie? Besteht die auch aus Midi-Chlorianern? Aber ja, wird nicht erklärt, ist doch auch völlig egal. Machen wir doch einfach mit einem der 1000 Kämpfe dieses Films weiter. Und natürlich gibt es dann auch eine kleine Romanze, die sich da anbahnt. Dann tritt aber ein ganz besonderer General des Planeten auf und vertreibt die viel zu starken Kreaturen, die die Ranger fertig machen, indem sie Klänge erzeugt, die angeblich anscheinend irgendwie unerträglich sind. Ja, als Kind dachte ich mir dann auch, oh, die ist ja ziemlich cool. Mit 27 denke ich, oh, die ist ja ziemlich cool. Um euch die wunderbaren Effekte dieses Films zu zeigen, müsst ihr ja unbedingt mal folgenden Tritt ansehen. Der ist natürlich völlig atemberaubend. Auf jeden Fall hilft dieser General den Rangern neue Kräfte zu bekommen und so wachen sie dann auf und tragen Burkas. Aber nun sind sie die Ninja Ranger und jeder Ranger bekommt auch sein eigenes Wappentier. Nur Adam, der schwarze Ranger, ist mit seinem Tier nicht zufrieden, denn er ist ein Frosch. Dafür bekommt er dann einen Kuss, auf den ich zugegebenermaßen etwas neidisch bin. Das war also die große spirituelle Reise. Sie landen auf einem fernen Planeten, treffen da eine super heiße Außerirdische, die aus irgendeinem Grund dieselbe Sprache spricht. Dann wird etwas gekämpft, sie bekommen Burkas und zack geht es wieder zurück auf die Erde mit den neuen Kräften. Das ist 1A Drehbuchschreiben, so sollte jeder Film aufgebaut sein. Es ist auch nur bezeichnend, dass Jahre nach dem Film verraten wurde, dass das Drehbuch erst beim Dreh geschrieben wurde. Kein Witz. Auf der Erde hat Ivan Ooze mit so tollem Ooze-Zeug alle Erwachsenen zu Zombies gemacht, die wie Lemminge dann auf einen Abgrund zuspazieren. Und ehrlich gesagt, wenn man diesen Film guckt, dann hat man das Gefühl, dass sie damit die richtige Entscheidung treffen. Aber einer der Jungs, der als einziger was im Köpfchen zu haben scheint, steuert ein Feuerwehrauto, um die Erwachsenen aufzuhalten und dann auch einen Zug, mit dem er die anderen Kinder rettet. Ein 12-Jähriger kann also ein Feuerwehrauto und einen Zug bedienen. Ist klar. Währenddessen haben sich die Power Ranger zu dem großen Megasort kombiniert und kämpfen gegen einen überdimensionalen Ivan Ooze. Und der Kampf ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert, aber so wird allen Ernstes der Kampf entschieden mit einem Tritt in die Eier. Nochmal. Dann fliegen sie zurück, um Zordon zu retten, doch es ist leider zu spät. Zordon ist tot und dann kommt meine absolute Lieblingseinstellung des gesamten Films. Ich glaube es einfach nicht.
Eine Kamerafahrt, die das Ausnahmetalent unserer jungen Schauspieler zeigt. Schauen wir uns das doch mal ganz im Detail an. Ja, der macht dann auch die Augen zu und sie macht die Augen zu und ja, er macht dann auch die Augen zu. Jetzt mal ehrlich, kauft man auch nur einer Figur wirklich ab, dass sie gerade jemanden verloren hat, der für sie wie eine Vaterfigur ist. Aber apropos Vaterfigur, was ist eigentlich mit den Eltern von den Power Rangern? Wissen die überhaupt, dass ihre Kinder auf einem fremden Planeten von einer heißen, sexy Sportclips-Amazone geküsst wurden? Wissen die überhaupt, dass das Power Rangers sind? Oder haben die sich jemals gefragt, warum ihre Kinder immer in denselben Farben rumlaufen? Das macht einfach keinen Sinn. Ja, aber was ist jetzt mit Zordon? Ist er tot? Film vorbei? Nee, natürlich nicht. Natürlich ist unser Anführer Tommy voller Optimismus und sagt, dass sie mit gemeinsamen Kräften als Glücksbär hieß Zordon retten können. Und natürlich funktioniert es, denn mit den ultimativen Kräften, mit der ultimativen Power sind die Power Rangers zu allem in der Lage. Sie können alles schaffen, absolut alles. Gut, hätten die dann nicht auch einfach Ivan Ooze mit ihren Kräften vernichten können? Naja, ist ja auch egal. Mir muss aber auch mal jemand erklären, warum die Bösewichter immer in der Stadt Angel Grove landen und nicht in einer bedeutenden Stadt wie New York oder Brüssel oder Peking oder was weiß ich. Und warum können die Power Rangers eigentlich keinen einzigen Dialog führen, ohne sich immer mit voller Energie dabei bewegen zu müssen, so als würden sie die Filmfabrik moderieren. Ach, aber dafür bin ich ernsthaft noch immer völlig verliebt in Kimberly, noch nach all diesen Jahren. Einige der Sets im Film sehen aber auch wirklich wundervoll aus. Regisseur Brian Spicer hat hier wundervolle Arbeit geleistet. Auch der eine Dinosaurierkampf auf dem fremden Planeten ist einfach nur fantastisch. Dieser Film ist so kaputt und so geisteskrank, dass er von Anfang bis Ende ein einziges erleuchtendes Erlebnis ist. Also, falls ihr Power Rangers von 1995 noch nicht gesehen habt, dann tut euch einen Gefallen und holt es unbedingt mal nach oder schaut einfach unsere anderen Videos. Wie wäre es zum Beispiel mit unserem Video vom Donnerstag? Das war eine sehr ausführliche Faktenfolge über die Power Rangers und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, den Go Go Power Rangers!